Buen dia und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Vor- und Nachteile eines Barrios Cerrados oder auf gut Deutsch Community Gated. Alles gut. Es gibt doch ganz, ganz viele Vorurteile gegenüber diesen Barrios Cerrados oder wie man sagt, Gated Communities. Es hat alles seine Vor- und Nachteile. In diesem Video bespreche ich mit euch die Vor- und Nachteile von einem Barrio Cerrado. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Getz Taboniere. Suscríbete ahora. Wie so vieles im Leben hat alles seine Vor- und Nachteile. Und wir fangen heute mit den Nachteilen eines Barrio Cerrados an. In einem Barrio Cerrado hat man natürlich im Jahr höhere Kosten, wie zum Beispiel einmal das Thema Sicherheit, das Thema Pflege, das heißt ein Gartenservice etc. und die Verwaltungsgebühren, wie zum Beispiel Instandhaltungskosten. Der zweite Punkt ist, man hat im Barrio Cerrado weniger Freiheit. Mit weniger Freiheit meine ich da eigentlich, es gibt gewisse Bauvorschriften für die Bauherren. Man muss dazu sagen, auch jedes Barrio Cerrado hat seine eigenen Regeln. Das heißt beispielsweise bei uns hier in diesem Barrio Cerrado, wir haben eigentlich kaum Regeln. Die einzigste Regel, das heißt, man kann bauen, wie man möchte, man kann die Dachfarbe auswählen, wie man möchte. Da gibt es Barrio Cerrados, da ist wirklich bis ins kleinste Detail alles vorgeschrieben. Das findet hier bei unseren Projekten überhaupt nicht statt. Und natürlich Einschränkungen in der Gartengestaltung oder Außanlagen. Ja, das heißt zum Beispiel, es gibt Barrio Cerrados, da darf man keine Mauer bauen, da darf man auch keinen Zaun haben, also so den klassischen Maschendrahtzaun, wie man es aus Deutschland kennt, oder so ein Jägerzaun aus Holz. Das ist bei vielen Barrios nicht erlaubt. Die erlauben in der Regel meistens bis zu einer Höhe von Meter, Meter 20, ne, so Hecken. Und das gibt's ja alles gar nicht. Also man muss hier aufpassen, nicht alle Barrio Cerrados sind auch hier in der Regelung gleich. Und dann kommen wir auch schon zu Punkt Nummer 3. Das ist die Gefahr der sozialen Abschottung. Das heißt, es besteht die Gefahr, dass die Leute, die in einem Barrio Cerrado leben, nur unter sich bleiben. Das heißt, kaum Kontakt zu einheimischen Bevölkerung haben. Auch da haben wir bei der Auswahl der Käufer darauf geschaut, dass unser Barrio zum Beispiel ein internationales Barrio ist. Das heißt, wir haben hier Käufer aus Brasilien, Argentinien, Paraguay, Deutschland, Österreich, Schweiz, ich glaube und Chile noch. Aber die Gefahr besteht, das heißt, dass es eine Art, wie man auch sagt, Gated Community wird. Das finde ich persönlich für Nachteil. Punkt Nummer 4 ist die Abhängigkeit einer sogenannten Verwaltung, weil die Entscheidungen werden oft gemeinschaftlich getroffen und es kann natürlich zu Konflikten mit der Eigentümergemeinschaft beziehungsweise mit der Verwaltung kommen. Punkt Nummer 5, das Negative an einem Barrio Cerrado. Die Sicherheit an sich kann natürlich nicht garantiert werden. Es können trotzdem Leute einbrechen, das heißt über die Mauer kommen und bei den Menschen einbrechen. Das ist wie überall auf der Welt, egal ob in Deutschland oder sonst wo. Wichtig ist die Umsetzung und das Konzept für das ganze Areal eines Barrio Cerrados. Kommen wir nun zu den Vorteilen eines Barrio Cerrados. Wir waren gerade bei dem Thema Sicherheit. Ich finde persönlich trotzdem ist das Thema Sicherheit in einem Barrio Cerrado höher. Warum? Weil es gibt nämlich kontrollierte Ein- und Ausgänge vom Sicherheitspersonal. Dadurch natürlich weniger unbefugte Besucher. Und persönlich, was ich ganz, ganz toll finde in einem Barrio Cerrado, weil ich lebe ja nicht in einem Barrio Cerrado, wir leben mitten unter Paraguay, aber für mich ein ganz, ganz großer Pluspunkt. Man kann ohne Probleme das Haus für mehrere Wochen verlassen, um zum Beispiel eine Reise nach Europa zu den Verwandten, die Verwandten zu besuchen oder in den Urlaub zu fliegen. Dafür ist eigentlich ein Barrio Cerrado eigentlich perfekt gemacht. Punkt Nummer 2. Der Vorteile ist eine höhere Lebensqualität. Die höhere Lebensqualität macht sich dadurch bemerkbar, dass zum Beispiel in einem Barrio Cerrado oft weniger Verkehr ist als zum Beispiel in öffentlichen Straßen. Es ist meistens auch von der Qualität her einiges besser als gerade im südamerikanischen Raum als in öffentlichen Barrios. Natürlich werden auch die Grünanlagen und Park-Gemeinschaftsflächen gepflegt. Im Prinzip kann man eigentlich sagen, man hat hier in einem Barrio Cerrado natürlich eine viel bessere Infrastruktur. Vorhin hatte ich auf der Nachteilsseite eigentlich, dass man sich abschottet.
was aber auch wieder ein Vorteil sein kann für eine stärkere Gemeinschaft. Das heißt, die Nachbarn hier kennen sich untereinander, es werden gemeinschaftliche Aktivitäten stattfinden, gemeinsame Veranstaltungen und dadurch entsteht natürlich ein größeres Zugehörigkeitsgefühl. Punkt Nummer 4, der Vorteile im Barrio Cerrado ist zum Beispiel der Werterhalt einer Immobilie. Durch einheitliche Bauvorschriften, ein gepflegtes Erscheinungsbild und das führt oft, und man sieht es auch bei uns in der Region, oft zu steigenden und stabilen Immobilienpreisen innerhalb eines Barrio Cerrados. Punkt Nummer 5 in Barrio Cerrados sind sogenannte Extras, das heißt wie zum Beispiel Paddelhallen, ein Parkgebiet, ein gemeinsames Kindshow, eine gemeinsame Poollandschaft. Es gibt Barrio Cerrados, das sind Golfplätze inklusive, Flugplätze inklusive. Also man hat dann Zugang zu exklusiven Einrichtungen. Mich haben auch im letzten Video einige Kommentare erreicht, beziehungsweise ein Kommentar möchte ich da euch mal zeigen. Und zwar spricht die Person an die Umfriedung mit einer Mauer. Die Umfriedung mit einer Mauer sieht nicht aus wie ein Gefängnis. Man muss sich vorstellen, es wird alles noch bewachsen, es kommen Häuser davor. Das heißt, die Mauer an sich, die sieht man ja so nicht, ne? Das heißt, wenn man jetzt mal hochschaut, man sieht es vielleicht in der Infrastruktur, da wo die Straße entsteht, aber wenn dann die Häuser da sind, sieht man die Mauer eigentlich nicht mehr. Das heißt, man hat nicht das Gefühl, hier in einer gated Community zu leben. Ich verstehe den Einwand eigentlich nicht, weil in Deutschland umfriedet man sein Grundstück auch mit einer Mauer, mit einem Zaun oder einer Hecke. Wir haben uns für eine Mauer entschieden, einfach, ja, das hält dann die Schlange ab und das Wichtigste, neugierige Deutsche. Viele Leute, beziehungsweise ich kenne auch YouTuber, die behaupten, in einem Barrio Cerrado würde man keinen eigenständigen Titel bekommen. Das ist einfach eine Lüge. Man bekommt in einem Barrio Cerrado einen Titel. Der Prozess ist natürlich aufwendiger, es muss alles vermessen werden. Ihr seht hier hinten, haben wir hier die Vermessungen, ja, von hier bis da hoch mit Nummer. Das heißt, alle diese Grundstücke haben ihren eigenen Titel. Der Aufwand ist immens, aber die Aussage, es würde keine Titel in einem Barrio Cerrado geben, ist einfach schlichtweg falsch. Es gibt Barrio Cerrados, da hat man einfach einen Anteil an einem Gemeinschaftstitel. Und hier bei uns zumindest und auch bei einem größeren, wie ich mittlerweile mitbekommen habe, gibt es eigene Titel für die Grundstücke. Das heißt, du bist zum Beispiel Käufer von Nummer 53, das ist schon verkauft, aber dieser Eigentümer bekommt dann seinen eigenen Titel für das Grundstück Nummer 53. Ja, das sind im Wesentlichen die ganzen Vor- und Nachteile eines Barrio Cerrados oder Gated Community. Mich würde interessieren, lebst du lieber in einer öffentlichen Nachbarschaft, so wie ich, oder könntest du dir auch vorstellen, in einem Barrio Cerrado zu leben? Schreib es gerne in die Kommentare. Ja, ich würde auch gerne noch erwähnen, dass es kein Verkaufsvideo ist, weil hier im Xiroga bei unserem Projekt ist mittlerweile schon alles verkauft. Die Videos, die ihr seht, sind immer in einer Verzögerung von 2 bis 3 Monaten. Uns ist es wichtig, dass wir euch Szene oder zeige oder mitnehmen, ja, wie sowas entsteht in Barrio Cerrado, wo es Stolperfalle gibt, sage ich mal, und wie so etwas Ganzes hier entsteht. In diesem Sinne, ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und bis zum nächsten Video. Bis dann, ciao, ciao.